Hallo und herzlich willkommen bei Klasse Deutsch. Heute sprechen wir über ein super wichtiges Thema: trennbare und untrennbare Verben. Ein echter Klassiker in der deutschen Grammatik. Wenn du endlich verstehen willst, wann sich ein Verb teilt und wann nicht, bleib unbedingt dran. Und bevor wir starten, abonnier den Kanal und gib dem Video ein Like, damit du keine weiteren Lektionen verpasst. Los geht's! Wir kommen zum Thema trennbare und untrennbare Verben. Bis jetzt war jedes Verb, das wir gelernt haben, einteilig. Zum Beispiel das Verb lesen mit der Bedeutung lesen, machen mit der Bedeutung tun, trinken mit der Bedeutung trinken oder jedes andere Verb, das wir bisher gelernt haben. Aber im Deutschen gibt es eine Gruppe von Verben, die zweiteilig sind und bei denen einige Buchstaben zum Hauptverb hinzugefügt werden, sodass ein neues Verb entsteht und die Bedeutung des neuen Verbs völlig anders ist. Diese Buchstaben, die zu unseren Verben hinzugefügt werden können, nennt man Präfix oder Vorsilbe. Zum Beispiel haben wir das Verb machen mit der Bedeutung tun. Es können die Buchstaben auf hinzugefügt werden und das Verb aufmachen entsteht. Aufmachen bedeutet öffnen und die Bedeutung ändert sich komplett. Oder wir haben das Verb kommen mit der Bedeutung kommen. Und wenn mit hinzugefügt wird, entsteht das neue Verb mitkommen, was bedeutet mit jemandem kommen. Die Bedeutung ändert sich ein wenig. Manche Verben ändern ihre Bedeutung komplett, aber manche ändern sie nur ein bisschen. Diese Verben werden in zwei Gruppen unterteilt: trennbare und untrennbare Verben. Ein wichtiger Punkt ist, wie erkennt man, ob ein Verb trennbar oder untrennbar ist? Die Antwort ist einfach. Wenn diese Präfixe oder diese Buchstaben zu diesen 8 gehören, zum Beispiel b, g, er, ver, zer, emp, ent, miss, dann ist unser Verb untrennbar. Und diese Präfixe werden niemals vom Verb getrennt. Wenn es etwas anderes als diese 8 ist, ist das Verb trennbar. Und jetzt erkläre ich euch den Unterschied. Wenn unser Verb untrennbar ist, wird das Präfix unter keinen Umständen getrennt. Wenn unser Verb trennbar ist, geht das Präfix ans Ende des Satzes. Wenn wir also Sätze bilden, geht unser Präfix ans Ende des Satzes. Ich gebe euch jetzt ein Beispiel, dann versteht ihr es. Ich vermisse dich. Ein wichtiger Punkt ist, hier war unser Hauptverb wissen und das Präfix ver wurde hinzugefügt, sodass ein untrennbares Verb entsteht, weil ver zu den Präfixen gehört, die nicht getrennt werden. Ihr seht, es steht an zweiter Stelle und wird nach dem Subjekt konjugiert. Es passiert nichts Besonderes. Es wird wie alle anderen Verben konjugiert und steht an zweiter Stelle. Nächstes Beispiel. Bekommen Sie den Brief? Das heißt, erhalten Sie den Brief. Unser Verb ist bekommen, das ist eigentlich eine Kombination aus dem Verb kommen mit der Bedeutung kommen und dem Präfix be, das die Bedeutung unseres Verbs vollständig verändert. Bekommen bedeutet erhalten. Und be ist unser Präfix, ein untrennbares Präfix, das immer beim Verb bleibt. Ihr seht auch, dass dies ein Fragesatz ist und das Verb an erster Stelle steht, am Ende steht das Fragezeichen. Ein wichtiger Punkt: untrennbare Verben verhalten sich immer wie normale Verben. Das heißt, wenn der Satz aussagend ist, steht das Verb an zweiter Stelle und wird nach dem Subjekt konjugiert. Wenn der Satz fragend ist, steht das Verb an erster Stelle und wir setzen das Fragezeichen dahinter. Aber wenn unser Verb trennbar ist, was müssen wir dann tun? Wir trennen den Stamm unseres Verbs, setzen ihn an zweite Stelle und das Präfix kommt ans Ende des Satzes. Ein Beispiel. Ich mache das Fenster auf. Das heißt, ich öffne das Fenster. Unser Verb war aufmachen mit der Bedeutung öffnen. Ein trennbares Verb. Ich konjugiere den Stamm mach nach dem Subjekt und setze ihn an zweite Stelle, das Präfix auf geht ans Ende des Satzes. Also wird beim Satzbau mit trennbaren Verben das Präfix ans Ende des Satzes gesetzt. Der Stamm bleibt an seiner Position, zweite Stelle, oder bei Fragesätzen an erster Stelle konjugiert.
Noch ein Beispiel. Ziehst du aus dieser Wohnung aus? Das heißt, ziehst du aus diesem Haus um? Unser Verb ist ausziehen. Ihr seht, es ist ein Fragesatz. Das Stamm zieh steht an erster Stelle nach dem Subjekt konjugiert und aus, unser Präfix, geht ans Satzende. Warum spielt dieses Kind nicht mit den anderen? Unser Verb ist mitspielen, was zusammenspielen bedeutet. Ihr seht, mit, unser Präfix, geht ans Ende des Satzes, das Verb bleibt an zweiter Stelle und wird nach dem Subjekt konjugiert. Und das war's auch schon mit unserer Lektion über trennbare und untrennbare Verben. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben und abonniere Klasse Deutsch, um keine neuen Grammatikvideos zu verpassen. Schreib mir gerne in die Kommentare, welches Thema du als nächstes lernen möchtest. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und viel Erfolg beim Deutschlernen.